Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja die schöne Furina-Quest alles gehabt. Ist auch schon jetzt ein Weilchen her bei mir. Das sind die ganzen Quests, weil ich hatte extrem viele Folgen, Leute. Deswegen. Und diese Folge, die ihr jetzt seht, ist offiziell genau die Originale, die ich auch heute aufgenommen habe. Und ihr seht sie auch heute um 12 Uhr. Deswegen, ich würde sagen, wir starten mit dem schönen Event hier, Leute. Das ist hier im Wasser. Das ist im Wasser. Ja. Das ist einfach im Wasser, das Event. Ich habe meinen Kaffee parat. Und ja, let's go. So. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal. Ach, das ist doch am Land. Ach, das schöne Furina-Wasser. Furina-Wasser sage ich schon. Fontaine-Wasser meine ich. Ich sag schon Furina, ja. Wasser, Digga. Klar, Marschu. Oh, na super. Ich komme da nicht hoch. Ich muss so hoch. Aha. Hallöchen. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Oh, so you're adventurers. Oh, finally. Someone has heard my prayers. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Araneus have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run, So you'd like us to investigate the spot for you? Exactly, you're right on the Mora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxies. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Thelxies. A child eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it? Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale?
Just like how a water vein always has a source. Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Irenaeus. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fisheps on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Okay. Ein Ungeheuer. Ein Wasserunholz. Unholz. und sie angelt. Okay, Leute. The show begins. Ich habe was entdeckt. Da vorne. Ihr seht es, ne? Wir machen das einfach mal schnell so. Eins, zwei, drei. Ne, da oben ist kein viertes. Wo sind denn diese Delis? Da oben ist auch eine Truhe. May I present? Sehr weird, Leute. Da ist ja ein Seli. Hallo? The show begins. Einen haben wir. Gezeitenführer. Interessant. Aber das bedeutet, dass die anderen Selis gar nicht so weit weg sein können, oder? Jetzt ist interessant. How brilliant! Da unten. Ist ein Seli. Okay. Hier. Hier, Leute. Hier. Wir müssen noch mal ganz kurz aktivieren. Ja, sorry, dass wir gerade das machen, aber da diese goldene Truhe sieht ja übelst interessant aus. Huch. Was bist du denn für einer? Hä?
Doch, ich kann die nicht angeln. Oh. Das ist ein... Leute, der beobachtet uns ja. Ist ja krass. Warte mal. Leute, folgt der uns? Nein, oder? Leute, der folgt uns. Der schwimmt uns ja hinterher. Was ist mir denn zeigen, Kleiner? Ist ja putzig. Der folgt uns ja. Perfekt. Okay, Leute, nur noch einer. Einer fehlt uns. Dann haben wir's. Da ist auch eine Truhe. Einer fehlt uns noch, Leute. Nur noch eins. Da vorne ist eine Herausforderung. Oh, definitiv, Leute. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder das alles zusammen... Ach, da. Da. Na komm mal schon. Gleich so hoch oder nicht? Perfekt. Okay. Ach, da oben. Perfekt. A reward on the road. Alles klar, Leute. Damit haben wir die Truhe. Ich würde sagen, geht's weiter mit der schönen Event-Quest hier. Bin mal gespannt, was das so erwartet. Sorry, dass ich die Truhe gemacht habe, aber das war eine goldene Truhe, konnte ich jetzt nicht ignorieren. Wir wollen ja auch für Nevia sparen, ne? Wir müssen ja versuchen, sie irgendwie zu ziehen. Ich habe ja leider zu viele Ziehungen an unserer Forina reingesteckt hier ein bisschen. Moment mal. Wir waren doch gerade unsere Marschroute. Warum sind wir jetzt wieder Forina? Wir waren doch gerade Marschroute, oder nicht? Hä? Okay. Ich habe sie nicht gewechselt. Will das Spiel mir etwas sagen? Hier, guck mal, Marshu, deine Forina. Oh mein Gott. Ich bin mal sowieso gespannt, Leute. Ich bin mal sowieso gespannt. Sammeln. So. Ja, Leute, meine Forina hat jetzt schon ganze 32k Leben auf jeden Fall. Konsistent. Also wir konnten gute Artefakte für sie sammeln. Ich liebe das, Alter, ey. Das spart uns aber so viel Arbeit wegen Forina. Wir müssen auf jeden Fall noch ihre Flüge machen. Oh. Den Pass muss ich auch noch leveln. Genau, Leute. Das habe ich nicht vergessen, Gott sei Dank. Ja. Ihr könnt euch... Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look,
There are some footprints over there. Okay. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Wait! Did you hear something just now? Paimon? Traveler? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? Thelxie, you say? How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else is trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Sure, if that's in order. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Thelxie. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! For a minute, you never take commissions from other people! Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish, well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Yes, I think that's quite likely as well. Whew. So in the end, it was just Fremine. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back.
Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! Is that what you'd like to do as well? Huh. Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. Alles klar. Wo waren die jetzt? I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie! Are you there? Okay. Leute, was ich noch sagen wollte, und zwar ganz einfach. Morgen werde ich noch mal einen Livestream starten. Über Genshin Impact und eventuell noch mal was über Ark Survival World. Aber wahrscheinlich das Hauptziel, das Hauptprogramm ist wieder Genshin. Weil, ihr habt ja schon bemerkt, ich habe noch einiges zu tun. Vor allem für den Pass alles andere. Das wird wahrscheinlich öfters mal so sein, dass ich mal sage, dass ich mal am Wochenende meinen Stream starte. Weil, wie gesagt, Leute, das Schöne daran ist, die ganz vielen langen Arbeitsschichten neigen sich dem Ende, Gott sei Dank. Sie neigen sich dem Ende. Es geht noch bis zum 14. Dezember so und dann ist vorbei. Dann habe ich es wieder ein bisschen entspannter, ruhiger, chilliger. Ja, Leute, und Tagesquest muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber hier, guck mal, ich habe noch viel zu tun. Die Elementeaufgabe, die 20 Gerichte, die 20 Schmiedeobjekte, die Erfüllt der Bitte, Kopfgelder, die Bewohner, die Kanne muss ich noch machen und natürlich auch den Abyss, Leute. Aber erstmal, wie gesagt, müssen wir das Event hier erstmal hinkriegen, weil... Wow, what? 4 Sachen für das Event? Wow. Ja, und hier der Abyss. Den müssen wir auch noch machen. Den müssen wir auch noch machen, Leute. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass sie Samstag einen Stream starten werden. Wann genau, das erfahrt ihr dann morgen bei der nächsten Folge. Das muss ich noch... muss ich jetzt noch schauen. Weil ich habe heute eine Abendschicht, Leute. Und ich weiß nicht, wie lange ich arbeiten bin. Ist eine Riesenveranstaltung. Deswegen kann es... Ich weiß halt nicht, wie lange ich brauche. Kommt darauf an, wie lange ich jetzt arbeiten muss. Und... ja, mal schauen. Deswegen, und sobald ich dann wieder fit bin, alles andere, wie gesagt, morgen kommt eine Folge. Da sage ich euch genau nochmal in der Folge. Ich werde dann auch morgen nochmal bei der Videobeschreibung nochmal den Twitch-Link nochmal rein posten. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ihr könnt euch darauf freuen. Geht dann morgen dann wieder einen weiteren Twitch-Stream. Wie gesagt, hauptsächlich gerade über Genshin. Eventuell nochmal später was mit Ark. Aber mal schauen. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt um unsere schöne Eventen-Story. Let's go. So that's Fremone's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie. Nice to meet you. Do you know how to say hello? I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have 2 other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard.
to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. And what's the other thing? The others shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxies some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Mm-hmm. Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Thelxie after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Whoa, Thelxie just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Ah, here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Okay, knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Okay, Leute. Dann würde ich sogar glatt sagen, hören wir erstmal auf mit der Folge. Femine. Sonst guckt meine Marge ständig nur auf dich. Warum ja auch nicht. Was ist das? Ganz kurz, Leute, ich lese mal ganz kurz für mich. Okay. Achso, automatisch ist es abgespielt. Na super. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Ich lese mal schnell für mich alleine. Dann geht's schneller bei mir. Mhm. Interessant. Keine Ware mehr vorhanden. Okay. Keine Zeit ausreichend, um nachvollziehen. Okay. Interessant. Ist das da? Nein! Nein, oder? How brilliant! Okay, das ist keine goldene Truhe. What a pleasant surprise! Truly an extra slice of joy. Ja, die machen wir noch schnell. Dafür ist unsere Gun stark genug. Ich muss natürlich auch zielen lernen. Dodgen kann ich, das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, der steht auf einer Stelle und ich treffe daneben. Was? Jetzt. Habe ich das gerade Schaden gemacht? Ach, das macht keinen Schaden. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der Folge. Ja, Leute, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann... Ich laufe mal erstmal ganz kurz wieder zurück, dann müsste ich ja wieder da starten hier, ne? Wollen wir auch nicht. May I present? Jetzt. So, laufen wir mal noch schnell zurück. Gummi. Burina. Das ist sehr geil, dass du sogar, wenn du wechselst, dass du trotzdem im Wasser stehen bleibst. Finde ich absolut nice bei ihr. Okay, so Leute. Das war's dann erstmal. Wie gesagt, ich informiere euch dann in der nächsten Folge. Bin mal gespannt, was alles so passieren soll. Sag jetzt nicht. Wir haben Truhen eingesammelt. Stimmt ja.
Du kriegst ja auch so jetzt die Belohnung, wenn du einfach Truhen sammelst. Interessant. Ist vorteilhaft. Auf jeden Fall. So, warte mal. Wir haben ja noch weitere 2 hier bekommen, und zwar die hier. Aber Leute, guck mal, ich habe schon 3245 Urgestein. Das ist schon mal nicht... Das ist eigentlich... Das ist nicht schlecht. Ich habe 2 Schlüssel. Oh mein Gott. Das machen wir definitiv im Stream, Leute. Definitiv. Okay. Wie gesagt, morgen kriegt ihr dann die Infos bei der Folge. Euer Marschu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.